for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen hier heute eine Cyclagras gigas. Cyclagras gigas, falsche Wasserkobra heißen die auf Deutsch. Der Name Wasserkobra, weil sie den Hals abflachen können wie so eine Kobra. Manchmal, wenn man die gleich ein wenig ärgert, dann sieht man das, dann machen die vorne so einen platten Hals. Die Cyclagras gigas gehören zu den Trugnattern. Müsst ihr vorsichtig entsprechend hantieren. Die hier jetzt, die ist wirklich ausgesprochen brav und anständig. Ich hatte die auch erst mit Handschuhen hantiert und hat mich dazu entschlossen, auch wenn das jetzt nicht gerade besonders vorbildlich ist, die jetzt hier ohne Handschuhe zu zeigen, weil die wirklich so brav und anständig ist. Wie gesagt, sie gehört zu den Trugnattern, das heißt, sie hat irgendwo ziemlich weit hinten Giftzähne, die Giftwirkung. Allzu viel Berichte gibt es nicht drüber. Meines Wissens gibt es keine Unfälle mit Cyclagras, habe ich noch nie was davon gehört. Von dem her denke ich, dass die Giftzähne wirklich sehr weit oder dass man da fast oder bei einem normalen Biss gar nicht drankommen kann und zudem das Gift auch nicht sonderlich potent ist. Das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Cyclagras gigas definitiv ein Tier für einen erfahrenen Terrarianer, auch nicht für den Einsteiger-Terrarianer, aber ja, tolle Terrarienschlangen und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Die Saison geht zu Ende. Ein letztes Brutraum-Update mit den Highlights, die noch geschlüpft sind. Also meiner Meinung nach Highlights sind wirklich ein paar coole Sachen dabei. In Krabbel-Richtung natürlich wieder, Piebald-Richtung. World First sind dabei. Das möchte ich euch in der Folge heute zeigen. Bin auch mal auf eure Kommentare oder eure Reaktionen gespannt, was vielleicht euer Highlight am Schluss ist. Ich habe 9 Highlights für euch dabei. Wirklich querbeet. Der hier gefällt mir ganz besonders wegen seiner Kopfzeichnung. Wenn ihr euch mal dieses hübsche Muster auf dem Kopf anschaut. Das ist ein Enchi Krabbel Pastell, genau so rum ist die richtige Reihenfolge. Enchi Krabbel Pastell. Enchi Pastell gibt es schon lange, schon oft. Der Krabbel bringt nochmal die Farben super raus, und zudem hat er natürlich Potenzial für weitere tolle Sachen, das Ganze als Super Krabbel, Enchi, Pastell oder sowas, dann wird es richtig toll oder noch toller, noch interessanter. Aber an sich auch schon ein wunderschönes Tier, weil einfach diese Gelb-Orange-Töne wirklich toll zum Vorschein kommen und wie gesagt, diese super schöne Zeichnung auf dem Kopf, die setzt dem Ganzen noch so die letzte Krone auf im wahrsten Sinne des Wortes. Dann habe ich hier, also dieses Jahr, oder ihr kennt es ja sicher alle, genau, da wollte ich eigentlich erst nachher drauf zu sprechen kommen, aber jetzt durch meine Reihenfolge muss ich es jetzt schon machen. Ihr kennt, oder die Züchter unter euch kennen das Problem, man hat immer diese Posttiere. Was steckt alles drin? Was steckt in diesem Tier drin? Ich sage euch mal die Verpaarung. Die Verpaarung war Bamboo Spectre mit Super Krabbel Pastell. Bamboo Spectre mit Super Krabbel Pastell. Also ich denke, letztendlich kam ich zu dem Entschluss, der Bamboo steckt natürlich auf jeden Fall drin. Krabbel muss auch drin stecken, weil es ja ein Super Krabbel war. Ich glaube, der Spectre steckt auch mit drin. Und ich habe ihn dann noch als Postpastell. Ich vermute auch, dass der Pastell mit drin steckt, aber den kann ich nicht sicher sagen. Also ich habe ihn jetzt als Bamboo Krabbel Spectre Possible Pastell beschriftet. Gefällt mir wirklich gut, mit diesen, also diese insgesamt Elfenbeinfarbe. Dann hat er hier doch noch schön Zeichnung drin. In den Flanken kann man zum Teil auch noch gelb oder gelbe Striche, gelbe Zeichnung erkennen. Ja, finde ich wirklich auch eine tolle, gelungene Morph. Der Kopf noch ganz deutlich gefärbt.
gefällt mir sehr gut und sicherlich eins meiner Highlights in diesem Jahr. Und dann haben wir hier noch was, wo zumindest von der Genetik her klarer und deutlicher ist. Ich würde sagen, wenn ihr ihn seht, drauf kommt wahrscheinlich erstmal keiner, was drinsteckt. Ne? Könnt euch jetzt mal spaßeshalber überlegen, bemühen, was könnte drinstecken. Ich glaube, den Pinstripe, den erkennt man ganz gut, ne? Allein durch den braunen Kopf. Also Pinstripe steckt drin. Was den aber besonders macht, ist der Cypress, der mit drin steckt. Pinstripe, Cypress. Und dann steckt auch der Cinnamon noch mit drin. Ne? Ja, den Cinnamon kann man vielleicht in Verbindung mit dem Pinstripe auch noch sehen. Ne? Cinnamon, Cypress, Pinstripe, so rum wäre der richtige Name. Ne? Immer wegen das Alphabetische probieren einzuhalten. Cinnamon, Cypress, Pinstripe. Ne? Finde ich auch tolle, gelungene Kombo, ne? Mit diesen Labyrinth-Zeichnungen drin. Gefällt mir auch richtig gut. Für mich ein Highlight dieses Jahr. Da kommen die nächsten 3 oder sind schon da. Wir bleiben bei diesem POS-Problem, ne? POS. Hier habe ich ein Tier, den Champagne würde ich sagen, den sieht man raus, dass da Champagne mit drin steckt. Aber alles andere ist ein Mysterium. Die Verpaarung war Champagne Calico mit GHI Pastell. Mit GHI Blackhead. GHI Blackhead, genau. Champagne Calico mit GHI Blackhead. Ich glaube, der GHI steckt drin, der macht vielleicht diese schwarze Farbe. Der Blackhead oder der GHI macht diese schwarze Farbe. Könnte auch der Blackhead sein, der diese schwarze Farbe macht, oder beide zusammen. Der Calico könnte vielleicht das Orange so hervorbringen, ne, was er zum Teil macht. Klar, Calico macht so die Flanken eigentlich so aufgesprenkelt, was der nicht hat, aber beim Champagne kommt es auch nicht so durch. Also Champagne hat nie so diese typischen Calico-Flanken. Also ich habe ihn als Champagne Post Calico, Post GHI, Post Blackhead. Ne. Ich glaube, also wie gesagt, Blackhead, GHI, denke ich, steckt drin. Champagne steckt ganz sicher drin, Calico vielleicht. Aber man muss ja irgendwas ans Tier ranschreiben. Deswegen Post kann drin stecken. Sehen kann man so leider nicht. Und erst wenn man mit dem Tier züchtet, ist ein Männchen in dem Fall, wird man in vielleicht 2 Jahren sehen, was wirklich ausgemacht hat, dass der so schöne spezielle Farben bekommen hat. Dann wird es hier genetisch viel, viel leichter. Auf den ersten Blick ein Butter. In dem Butter steckt noch Circle drin. Circle ist so eine Granitlinie. Der Circle macht diese hübschen Sprenkel rein oder diese, ja, wie so ich weiß nicht, wenn ich sowas wie hier sehe, ich muss immer an Sid das Faultier bei Ice Age denken. Ne? Irgendwie sieht das alles wenig aus wie so Faultiere Sids hier drin. Das kommt durch den Circle, ne? Das Granit macht solche Sprenkel und macht da solche Faultierzeichnungen in die Seite rein. Ist sicherlich bei weitem nicht so spektakulär wie vielleicht jetzt so ein Champagne oder sowas, weil der Butter-Eindruck natürlich erstmal überwiegt. Aber mir persönlich gefällt es wirklich gut. Hier haben wir nochmal so ein, das sieht doch echt original aus wie Sid, das Faultier hier, ne? Wenn er hier zwischen meinen Fingern guckt. Also ich finde das richtig cool, sowas. Habe ich Spaß dran an solchen Zeichnungen und für mich auch deswegen ein Highlight. Und dann haben wir mehr oder weniger ein Klassiker. Piebald darf nicht fehlen. In dem Fall haben wir Ghost Piebald, ne, zweifach rezessive Combo, Ghost mit Piebald. Den finde ich besonders gut gelungen, weil er so diese schwarzen Flecken, die schwarz umrandeten Flecken mit drin hat hier. Gucken wir noch mal kurz auf die Eltern. Genau, das ist also Ghost Head Piebald mit Piebald Doppelhead Albino Ghost. Also da steckt auch nicht irgendwie noch ein
was weiß ich, Cinnamon mit drin oder ein Blackhead oder irgendwas, was die schwarzen Farben macht. Das ist rein Ghost Piebald, nichts anderes, aber ein ausgesprochen hübscher, finde ich. Richtig toll gewordenes Tier. Meine letzten 3 in dieser Runde. Es darf auch ein Spider dabei sein. Hier haben wir Spider Enchi Crevel. Spider Enchi Crevel. Die Verpaarung war Stingerbee Crevel mal Pastell Super Crevel. Single oder von den einzelnen Zutaten an sich nichts Spektakuläres, sieht aber einfach super schön aus mit diesen hellen Flanken, diese Kopfzeichnung, der Farbkontrast. Spider, das wissen wir mittlerweile so gut wie alle, hat diesen Spider-Tick oder hat dieses Problem mit dem Wobbeln oder kann dieses Wobbelproblem haben, aber steckt auf jeden Fall drin im Spider. Deswegen wird nicht mehr viel Spider gezüchtet. Wir züchten auch nicht mehr allzu viel mit Spider, aber manche Sachen doch. Und es gibt wirklich super schöne Zuchtergebnisse mit Spider. Und ich glaube, so ganz aus der Zucht ist der Spider doch noch nicht wegzudenken, ne, wenn man das hier anschaut. Und dann zu guter Letzt kommen wir noch mal auf diese Highway Piebald Geschichten. Ich glaube, ich habe euch den vielleicht sogar schon mal gezeigt. Dann ist das hier so ein Update. Das ist ein Piebald Highway. Man sieht so die Highway-Flecken da drin im Piebald. Gefällt mir wirklich sehr gut. Hat sich auch farblich toll weiterentwickelt, ne? Ist nicht irgendwie verblasst oder hässlicher geworden, sondern vielleicht sogar eher noch schöner. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte es in den Brutraum-News, in den letzten, glaube ich, hatte ich den sogar schon mal drin oder ich kann mich erinnern, den in irgendeiner Folge drin zu haben. Also so sieht er jetzt aus. Ausgesprochen hübsches Tier nach wie vor. Und um züchterisch in dieser Ecke zu bleiben, haben wir nicht nur ein Piebald Highway, sondern wir haben dieses Jahr auch ein Piebald Super Crevel gezüchtet. Unterscheiden lässt der Highway vom Super Crevel sich zum Teil über den Kopf. Ne? Die Super Crevel haben einen deutlich dunkleren Kopf. Daran kann man es erkennen. Und der Super Crevel kommt im Gegensatz zum Highway mit mehr Orange. Ne? Wenn wir die Flecken angucken, sind deutlicher Orange im Gegensatz zu Gelb, was wir gerade gesehen haben. Also wie gesagt, ein Piebald Super Crevel, auch eine recht gelungene Morph, wo man auch jahrelang ich drauf hingezüchtet habe. Und ich denke, ein wirklich geglücktes Tier, auch wenn der jetzt nicht stillhalten will für die Kamera. Das hier als Nummer 9 und somit das letzte Tier in den Brutraum News 2020. Jetzt geht die neue Saison los und dann kommen bestimmt wieder tolle neue Sachen. Und ihr werdet die Ersten sein, die das erfahren, was da kommt. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.